Good afternoon or good evening. Good. Thank you for your attention. Today we have had the first physical meeting of defense ministers since the outbreak of the coronavirus in March. It's sure that coming together has allowed us to go deeper into the several sensitive issues that we have to deal with on this difficult summer. First, I would like to thank the German presidency and especially the Minister Kramp-Karrenbauer for the excellent hospitality and for the excellent organization, very German organization of this meeting and allowing us to meet under the current difficult circumstances. As you know, we have had several topics. First, the cooperation between EU security and defense missions and operations and the United Nations and NATO partners. We have with us the Secretary General of NATO, Jens Stoltenberg, and also the Under-Secretary General of United Nations for Peace Operations, Jean-Pierre Lacroix. Allow me to remind that the European Union has 17 civilian missions and military operations worldwide, and out of these 17, 13 work directly with or alongside in cooperation with United Nations and or NATO. It shows how much we work together in order to provide peace and security around the world. Unhappily, tensions and conflicts are more frequent than ever, and this will require a stronger partnership. Mali was an important item in the agenda. We discussed the situation in Mali. We condemned the coup d'etat of 18th of August, and the priority now is support the effort of ECOWAS in order to look for a solution in accordance with the aspiration of the Malian people. The important thing is to stress that our missions in Mali, the civilian and the military missions, has been put temporarily on hold because the circumstances didn't allow them to continue their normal activity, but they are still there and they will start working again as soon as possible. These activities are crucial. We have invested a lot, the European Union has invested a lot on Mali, and we don't want to waste this effort. So the work will continue, and we will resume activities of this mission as soon as possible with the support of other countries in the Sahelian region. We talk about Libya, we review Operation Irini, its contribution to implementing the UN arms embargo. I think that Operation Irini has proved its utility, its value and impartiality. It's following the mandate of the United Nations. It cannot go further of this mandate. It has collected information involving actors on both sides of the conflict. More than 500 hearings has been conducted and 10 special reports submitted to the United Nations panel of experts. We also exchanged about the recently ceasefire agreed and hope that it will last. And we will be working closely with the United Nations mission in Libya and ready to support as much as we can this ceasefire. We know that we already have a civilian mission already deployed in Libya, and this military operation at sea, we'll see if we can do more. And finally, the strategic compass on security and defense. This has been the second session devoted to this new strategic compass. On November, we will have the first assessment of the threats that the European Union is facing. We will cover
crisis management, resilience, capability developments, and partnership. The ministers exchanged views about these 4 areas, but the important meeting will be in November. An European peace facility, we are going to have 5,000 million euros, quite an important amount of money, and we study how to use these resources in order to increase these 4 areas: resilience, partnership, capabilities, and crisis management. This is more or less what I can summarize of this meeting. Thank you very much once again, Minister, for the excellent organization. Thank you very much, High Representative. And now I give the floor to Minister Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, lieber Josep, meine sehr geehrten Damen und Herren, dies ist in der Tat auch im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft ein besonderes Treffen. Das ist das erste informelle Treffen, das unter Bedingungen von Corona als physisches Treffen stattfindet. Und ich darf mich schon auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen bei allen bedanken, die hinter den Kulissen es möglich gemacht haben, dass dies passieren konnte. Wir haben festgestellt, dass es doch eine andere Atmosphäre ist, selbst unter Abstandsregeln und Hygienebedingungen eine andere Atmosphäre ist, wenn man sich persönlich treffen kann, als wenn man das immer nur in VTCs tun kann oder tun muss. Der hohe Vertreter hat ja eben schon dargelegt, was heute die Themen waren. Wir haben uns natürlich intensiv mit den aktuellen Situationen befasst. Wir sind uns alle sehr einig mit Blick auf die Situation im östlichen Mittelmeer, dass wir die Spannungen, die wir dort erleben zwischen der Türkei und Griechenland, eben sehr viel mehr sind als nur Spannungen, die 2 Länder in Nachbarschaft betreffen. Sie haben einen Einfluss auf unsere Zusammenarbeit in der EU, sie haben Einfluss auf unsere Zusammenarbeit als Partner in der NATO. Und deswegen sind wir uns auch alle einig, dass wir schnellstmöglich, und daran arbeitet ja Deutschland auf den unterschiedlichsten Ebenen, dass wir sehr schnell zu einer Entspannung der jetzigen angespannten Situation kommen müssen, um in entsprechende Verhandlungen und damit in eine politische Lösung kommen zu können. Denn am Ende werden wir auf jeden Fall eine politische Lösung des Konflikts brauchen. Der NATO-Generalsekretär hat aus seiner Sicht noch einmal sehr deutlich gemacht, dass die Vorwürfe, es gäbe Aggressionen der NATO gegenüber Belarus, vollkommen aus der Luft gegriffen sind. Auch hier waren wir uns einig. Es ist eine Demokratiebewegung. Es gehen Menschen zu Hunderttausenden auf die Straße, um für ganz selbstverständliche Rechte zu kämpfen, nämlich das Recht, frei und unversehrt demonstrieren zu können, frei und fair wählen zu können, freien Zugang, unzensierten Zugang zu Informationen, zum Internet zu haben. Und dieses Bemühen unterstützen wir natürlich, aber es ist eine Debatte und ein Kampf um Freiheit der Menschen in Belarus selbst. Was das Thema Mali anbelangt, finde ich es sehr beachtlich, dass wir heute vollkommen einhelliger Meinung waren unter allen 27 Partnernationen, dass wir in Mali weiterhin ein wichtiges Engagement sehen. Wir sind uns auch einig, zusammen mit ECOWAS, zusammen mit der Afrikanischen Union, dass wir die Putschisten vor Ort auffordern, schnellstmöglich den Transformationsprozess zu starten, schnellstmöglich den Weg freizumachen für Neuwahlen und die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung und dass von diesen Bedingungen natürlich auch ein Stück weit wir schauen, wie wir mit unseren Missionen weitermachen. Aber wir sind auch vollkommen einig, um in Abwandlung unseres Anliegens oder unseres Maßstabes in Afghanistan zu reden. Wir sind gemeinsam nach Mali und in die Sahelzone gegangen, um dort Aufbauarbeit zu leisten und zu helfen im Kampf gegen den Terrorismus. Und wir wollen diese Anstrengungen auch gemeinsam vorantreiben. Wir haben heute und gerade in der zweiten Sitzung sehr intensiv über das Thema strategischer Kompass gesprochen. Es geht um die Frage, wo wir in Europa unsere Bedrohungen, unsere Herausforderungen sehen, wie und auf welche Weise wir damit umgehen, wie wir reagieren und zu welchem Zweck. Wir wollen diesen strategischen Kompass als ein Grundlagendokument aufsetzen. Das ist das Ziel unserer Ratspräsidentschaft. Das heißt ganz konkret,
den ersten Schritt, der dafür notwendig ist, nämlich ein gemeinsames Verständnis der Bedrohungen zu finden. Der ist im Moment in der Erarbeitung. Ich darf mich auch bei der europäischen Ebene ganz herzlich bedanken, die diesen Prozess federführend in der Hand hat, zusammen mit der deutschen Ratspräsidentschaft. Wir wollen einen 360-Grad-Blick ansetzen, das heißt nicht nur die unterschiedlichen Himmelsrichtungen betrachten, sondern auch die Frage über die klassischen Bedrohungsszenarien hinaus, was sind die neuen Bedrohungen, hybride Bedrohungen, was ist mit dem Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz und viele andere Punkte, die wir feststellen. Und ich bin der tiefen Überzeugung, wenn wir eine gute und gemeinsam akzeptierte Analyse der Bedrohungslage haben, dann ist der Weg zu einem gemeinsamen Kompass auch einfacher. Und ich darf mich sehr dafür bedanken, dass wir sehr ehrgeizig unterwegs sind und schon im November über diese gemeinsame Bedrohungsanalyse uns verständigen wollen. Damit einher geht natürlich auch die Frage, inwieweit die Tatsache, dass wir an mancher Stelle nicht so handlungsfähig sind, wie wir uns das selbst auch vorgenommen haben und wünschen, inwieweit wir hier zu Verbesserungen kommen müssen. Und deswegen ist es ein Ziel der deutschen Ratspräsidentschaft, auch darüber haben wir heute gesprochen, bei den europäischen Friedensfazilitäten eine Lösung zu finden, der Frage, inwieweit mit Trainingsmissionen eben auch Ausrüstungs- und Ausstattungsbemühungen einhergehen und im Bereich der strukturierten Zusammenarbeit der PESCO-Projekte die umstrittene Regelung für Drittstaaten endzuverhandeln und in Kraft zu setzen und uns aber auch darüber zu verständigen mit Blick auf die gemeinsam empfundenen Bedrohungen, was wir eigentlich an strukturierter Zusammenarbeit an neuen PESCO-Projekten brauchen. In diesem Sinne ist das informelle Meeting heute ein sehr wichtiger Schritt bis hierhin schon gewesen. Eine intensive Arbeitssitzung heute Abend wird ja noch folgen. Und ich hoffe sehr, dass wir mit diesem Schwung auch die nächsten Wochen trotz Corona gestalten können und dann im November zu entsprechenden Festlegungen etwa der Bedrohungsanalyse zu kommen. Thank you very much. We will have time for a few questions, not too many. I give the floor to the person who just. So yes, could you please present yourself and your media? Thanks. Ansgar Hase, Deutsche Presseagentur. Frau Ministerin, Sie haben den Konflikt zwischen der Türkei und Griechenland angesprochen und auch die deutschen Vermittlungsbemühungen. Nach der Reise des Außenministers Nach sieht es nicht so aus, als wenn es große Fortschritte geben würde. Können Sie uns sagen, auch nach Ihren Gesprächen heute mit Ihren zyprischen und griechischen Kollegen, was konkret passieren muss, damit sich die Konfliktparteien an einen Tisch setzen und was jetzt die nächsten Schritte sein werden? Und wenn ich darf, auch noch eine Frage an den EU-Außenbeauftragten Herrn Borrell. Können Sie uns sagen, welche Optionen Sie morgen den Außenministern präsentieren werden für den Fall, dass die Vermittlungsbemühungen nicht fruchten? Dankeschön. Would you like to start? Well, the second question is easy to answer. It's easy to answer. The answer is sorry, I cannot tell you what I'm going to present to the ministers tomorrow. No? I will tell you tomorrow after presenting to the ministers. But it will be a wide set of options. Dass wir diesen Konflikt, der ein sehr komplizierter ist, nicht von jetzt auf gleich lösen können, das, glaube ich, versteht sich von selbst. Deswegen braucht man auch strategische Geduld. Und deswegen arbeiten wir ja in der Bundesregierung insgesamt an den unterschiedlichsten Stellen über viele auch persönliche Gespräche daran, eine Lösung zu kommen. Ich glaube, das, was jetzt getan werden muss, und da bin ich mir auch mit meinem griechischen und auch mit meinem zyprischen Kollegen einig, ist, dass wir die im Moment sehr angespannte Situation, von der eben auch viele befürchten, dass sie möglicherweise ungewollt zu einer möglichen Eskalation führen können, dass wir diese sehr angespannte Situation entspannen. Das heißt, wenn man sich den Raum anschaut, die große Präsenz von Schiffen
der unterschiedlichsten Nationen, dann muss das der erste Schritt sein, hier zu einem Verfahren zu kommen, wie dort etwas mehr, im wahrsten Sinne des Wortes, etwas mehr Raum geschaffen wird, damit man die entsprechenden Gespräche auch aufnehmen kann. Und dazu laufen zurzeit die Gespräche auf allen Ebenen. Das gute Signal der Gespräche heute, die ich geführt habe, war, dass es durchaus Bereitschaft dafür geht. Aber das muss natürlich ein faires Verfahren sein, das auf Augenhöhe auch stattfinden kann. Und insofern wird es weiter auch aus meiner Sicht langwierig und schwierig bleiben. The gentleman behind, there behind. And then we have another. We have the time for another 2 questions. Ja, vielen Dank, Thomas Kutschka von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Eine Frage an Sie beide in Bezug auf Mali, die Trainings-Ausbildungsmission dort. Der Militärputsch ist von der Militärakademie nahe Bamako ausgegangen. Welche Rolle hat Deutschland, welche Rolle hat die EU bei der Ausbildung der Putschisten gespielt? Und sehen Sie Konsequenzen, die man vor diesem Hintergrund ziehen muss, wenn man den Einsatz überhaupt fortsetzen will und kann? Wir haben die Soldatinnen und Soldaten der malischen Armee im Rahmen der EU-TM-Mission so ausgebildet, wie es unser Mandat auch vorschreibt. Ein Mandat, das ja auch vom Deutschen Bundestag entsprechend freigegeben worden ist. Ich habe mir das selbst vor Ort auch angeschaut. Es war zum Teil eine sehr grundlegende, also rudimentäre Ausbildung, dass einige der führenden Köpfe jetzt der Putschisten auch Ausbildung in Deutschland und sowohl auch in Frankreich genossen haben. Das ist bekannt. Der entscheidende Punkt für uns ist die Frage, ob aus diesem Putsch, den wir ja alle einhellig verurteilt haben, jetzt in einem schnellen Transmissionsprozess die Wiederherstellung der verfassungsmäßigen Ordnung entsteht und damit eben auch eine gute Grundlage, um weiter zu arbeiten. Im Moment haben wir auch mit Blick als Sicherheitsvorkehrung für unsere eigenen Soldatinnen und Soldaten die Maßnahmen erst einmal ausgesetzt. Unsere Soldatinnen und Soldaten sind zurzeit sowohl bei MINUSMA, aber auch bei EUTM in den entsprechenden Liegenschaften. Und wir sind in enger Abstimmung auch in den Missionen, wie es jetzt weitergeht. Well, look, we don't train the armies to be putschists. 90% of the army, Malian army, has been receiving training from our mission. But I checked, none of the 4 most important, more prominent leaders of this military movement against the president AKK has been trained by our mission. They have been training in Russia and in the US. But by the age they have, by the graduation they haven't been trained by us. It could have happened, but it hasn't happened. They have been trained, 2 of them, or one of them, the most important one, the leader in Russia, and others in Great Britain and US. We have almost more 400 soldiers training the Malian army, coming from more than 10 European member states. I think that we do the right work. We cannot pretend to have stability in a country like Mali without having a military capacity from the government. And that's what we are doing there. And I think that whatever the government will be, according for sure with the will of the Malian people, we will have to continue doing this work. But we don't feel responsible at all for the fact that this coup d'etat has been by no means related with the training that we are offering to the Malian soldiers. Thank you. We have 2 more questions. The gentleman and then the lady there. Stefan Studi von der ARD. Frau Ministerin, ich muss doch noch mal kurz auf das östliche Mittelmeer zurückkommen. Sie haben von möglichen Fortschritten gesprochen, heute Morgen mit dem
griechischen und dem zypriotischen Verteidigungsminister gesprochen. Wenn die Agenturen nicht lügen, hat am Nachmittag ein Seemanöver stattgefunden, bei dem auch scharf geschossen werden soll. Wo nehmen Sie den Optimismus her, dass das so schnell zu deeskalieren ist? Und eine Frage an Herrn Borrell, wenn ich noch darf. Halten Sie in dem Zusammenhang die Möglichkeit eines Sanktionskatalogs für hilfreich bei Gesprächen mit der Türkei? Also ich bin grundsätzlich optimistisch, ansonsten wäre ich auch in meiner Funktion fehl am Platz. Was heute ein Befund war, und nur das habe ich festgestellt, dass sowohl von Seiten des Kollegen aus Zypern als auch von Seiten des Kollegen aus Griechenland darauf hingewiesen worden ist, wie eng und wie schwierig die Situation zurzeit ist, dass wir auch über die Besorgnis geredet haben, dass sozusagen auch ungewollt ein Vorfall entstehen kann und dass wir uns einig waren, dass sicherlich, wenn man auch Raum für Verhandlungen schaffen will, diese Situation entspannen muss und dass es dazu keine grundsätzlich unterschiedliche Auffassung gibt und damit eben auch verbunden ist, die Bereitschaft, dies zu tun, wenn dies eben entsprechend auch fair mit allen Beteiligten vereinbart ist. Und das ist sozusagen der Stand der Dinge. Was wir finden müssen, ist ein Startpunkt, um wieder in die politischen Gespräche und in die Verhandlungen hineinzukommen, dass die Manöver, die heute stattgefunden haben, sicherlich alles andere als hilfreich sind. Da sind wir uns in unserer Einschätzung vollkommen einig. Well, I've been asked, as High Representative, I've been asked by the European Council to present options. Options. Options means options. A or B or C, but the purpose is not to decide which kind of sanctions is going to be implemented, because, as the Minister said, it's still a work in progress. There are other sanctions that has to be considered, not with respect to Turkey, but with respect to Belarus. And there we are going to go further than just presenting options. We are just targeting specific people that could be sanctioned at different levels of responsibility on what is happening in Belarus. Thank you very much. And the last question goes to the lady who has been asking for the floor. Ja, eine Frage an Could you present your media, please? Donata Riedel vom Handelsblatt. Frau Kramp-Karrenbauer, Sie haben ja auch darüber gesprochen, wie jetzt der strategische Kompass weiter vorangetrieben werden kann. Und wie weit sind Sie denn jetzt schon mit der Analyse der Bedrohungslage? Also ist da immer noch der alte Stand, dass die Südeuropäer mehr nach Afrika schauen und in den Nahen Osten und die Osteuropäer ausschließlich in Richtung Russland? Oder hat man da jetzt schon eine gewisse Annäherung gefunden in der Sichtweise? Vielleicht könnte da ja auch Herr Borrell noch etwas zu sagen. Was wir auch im Vorfeld dieser Konferenz und seit unserer Ratspräsidentschaft getan haben, ist, dass ich in sehr intensiven Gesprächen mit allen meinen Kolleginnen und Kollegen, unter anderem bei meiner Visegrad-Reise, auch dafür geworben habe, dass die entsprechenden Sichtweisen, und zwar fundiert auch über die Erkenntnisse der Dienste, an die europäische Stelle weitergeleitet werden, damit wir zusammenfügen können. Und selbstverständlich werden die Bedrohungen oder die wahrgenommenen Bedrohungen auch von der jeweiligen regionalen Sicht sozusagen beeinflusst. Das war heute auch in den Stellungnahmen einzelner Kollegen deutlich. Aber alle haben eben heute auch gesagt, der strategische Kompass oder die Bedrohungsanalyse soll nicht nur einfach das Aneinanderreihen der unterschiedlichen Perspektiven sein. Und alle haben auch gesagt, wir müssen uns über diese rein regionale Betrachtungsweise eben auch darüber verständigen, was sind weitere Herausforderungen, hybride Bedrohungen und andere, die ich eben angesprochen habe. Und in diesem Sinne läuft im Moment, der Abgabetermin wird im September sein, bis wann man entsprechende Informationen zuliefern kann, sind wir also mitten in der Arbeit. Und insofern ist es zu früh, schon jetzt sagen zu können, wie die Bedrohungsanalyse dann am Ende genau aussehen wird. Aber sie ist auf einem guten Weg und sie stößt auf ein einhellig hohes Interesse.
I can say more or less the same thing. Okay, so thank you so much. This concludes our press conference today. Sorry for being late, and thank you for being there, for coming today. Thank you very much.